Nein, das ist nicht Game of Thrones. Ich musste aber auch zweimal hinschauen. Das ist Diriliş Ertuğrul, ein türkisches TV-Drama. Die Türkei ist nach den USA der zweitgrößte Exporteur von TV-Serien mit Hunderten von Millionen Zuschauern auf der ganzen Welt. Das ist kein Zufall, dahinter steckt System und ein Ziel. Die Türkei versucht, ihren Einfluss in der Welt zu vergrößern. Viele von uns im Westen haben vielleicht noch nicht viel davon gesehen, aber türkische Serien sind sehr beliebt, vor allem im Nahen und Mittleren Osten, aber auch in Osteuropa, in Nordafrika und in Lateinamerika. In Pakistan hat Diriliş Ertuğrul in kürzester Zeit über 130 Millionen Zuschauer gewonnen. Sie wurde auf Anweisung des Premierministers sogar im Staatsfernsehen gezeigt. Durch die Serie lernt unsere Jugend die islamische Geschichte und Moral kennen. Genau deshalb sind türkische Serien in der muslimischen Welt so beliebt. Sie nutzen eine Marktlücke, die von Hollywood weit offen gelassen wurde. Hier ist die Darstellung von Muslimen sehr eingeschränkt. Im besten Fall sind sie naive Gläubige. Im schlimmsten Terroristen. In den türkischen Serien hingegen steht die islamische Welt im Zentrum. Islamische Werte und Traditionen werden gefeiert. Diriliş Ertuğrul, auf Deutsch die Auferstehung des Ertuğrul, spielt in der Gründungszeit des Osmanischen Reiches und stellt eine heile muslimische Gesellschaft dar. Die Feinde sind hier die Kreuzritter. Die Serien sind auch beliebt, weil sie einfach sehr gut gemacht sind. Die Produktionen werden immer hochwertiger und teurer. Und das ist notwendig, wenn man heutzutage ein globales Publikum ansprechen will. Denn dieses hat sich an einen gewissen Standard gewöhnt. So ist es kein Zufall, dass Diriliş Ertuğrul auch als das türkische Game of Thrones gilt. Dass die Türkei nicht nur auf ein einheimisches Publikum zielt, zeigt sich auch an der wachsenden Präsenz auf globalen Streamingdiensten wie Netflix und YouTube. Das Land will offensichtlich ein größtmögliches Publikum erreichen. Und das ist ganz im Sinne von Präsident Erdogan. Ertuğrul ist ein toller Held. Gütig, mutig, unfehlbar. Nein, ich übertreibe nicht. Und diese Darstellung vom reinen muslimischen Helden ist auch kein Zufall. Diese passt perfekt in die Propagandastrategie des türkischen Präsidenten Erdogan. Denn Diriliş Ertuğrul ist auch eine Antwort auf die bis dahin erfolgreichste türkische Serie im Ausland, das prächtige Jahrhundert. Auch diese Produktion zeigt eine glorreiche Vergangenheit des Osmanischen Reiches unter Sultan Süleyman dem Prächtigen. Dieser Held ist nicht ganz so makellos. Er trinkt Alkohol und lässt sich von Frauen verführen. Das gefiel Erdogan nicht. Er drohte sogar mit einer Klage wegen Volksverhetzung. Die Produzenten mussten das Drehbuch ändern und die Einschaltquoten fielen in den Keller. Daraufhin wurde der Staatssender TRT mit der Produktion von Diriliş Ertuğrul beauftragt. Der Staatssender ist von der Regierung abhängig und vertritt deren Kurs. Deshalb ist es auch nicht überraschend, dass diese Serie auf einer Linie mit der politischen Propaganda Erdogans daherkommt. Nationalistisch, konservativ, islamisch. Und Erdogan nutzt die wachsende Nostalgie für das Osmanische Reich und stilisiert sich in den eigenen Propagandavideos zum neuen Sultan hoch. Erdogan verheimlicht nicht, dass er sich eine Art Wiederbelebung des Osmanischen Reiches wünscht und damit den Führungsanspruch in der muslimischen Welt für sich beansprucht. Diriliş Ertuğrul eignet sich also gut zur Propaganda. Die Serie ist in den arabischen Staaten sehr beliebt und das passt den Machthabern dieser Staaten gar nicht. Das ist die Serie Königreiche des Feuers, produziert von Saudi-Arabien und den Emiraten für 40 Millionen $. So viel lassen es sich die arabischen Staaten kosten,
um auf den wachsenden Einfluss der Türkei in der Region zu antworten. In Königreiche des Feuers werden die Osmanen als brutale Tyrannen dargestellt, die die arabischen Völker unterdrücken. Es ist eine direkte Antwort auf Dirilish Ertuğrul und ein deutliches Zeichen dafür, wie wichtig TV-Serien sein können im internationalen Machtkampf. Die Türkei versucht nicht nur über Serien Einfluss in der Region zu gewinnen. Syrien, der Irak, Libyen, Nagorny-Karabach. Sie mischt sich in immer mehr Konflikte in der Region ein, zum Teil mit Militärgewalt. Das kommt international nicht gut an. Auch deshalb ist es gerade jetzt wichtig für die Türkei, ihr Image aufzupolieren und ihre Version der Geschichte zu erzählen. Filme und Serien sind ein nicht zu unterschätzendes Propagandainstrument. Auch Hollywood und Bollywood sind ideologisch gefärbt. Aber die Türkei nutzt dieses Instrument sehr gezielt und auch sehr erfolgreich. Nur bekommen wir im Westen davon nicht so viel mit.